Während der letzten 10 Jahre hatte ich das Gefühl, meinen Platz nicht zu kennen. Studieren, arbeiten, in der Gesellschaft mitschwimmen irgendwie. Alles schön und gut, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass es nicht wirklich sinnvoll ist, was ich hier tue. Als ich angefangen habe mit den YouTube-Videos, habe ich mich etwas besser gefühlt. Gerade mit den Themen wie Minimalismus hatte ich endlich das Gefühl, etwas Gutes in der Welt zu machen. Ja, aber wer einmal alle störenden Gegenstände, unauthentischen Beziehungen und alten Glaubenssätze aus dem Leben verbannt hat, der steht gerne mal vor einem leeren Raum, auch metaphorisch. Es ist ein bisschen, als würde man eine zweite Chance bekommen. Und dann taucht wieder diese Frage auf, die man schon in seiner Jugend hatte. Was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Die Antwort dürfte bei so ziemlich allen gleich ausfallen. Irgendwas Sinnvolles. Aber was genau ist sinnvoll? Und wie kann ich meine bisherigen Kenntnisse einsetzen, um was Sinnvolles zu tun und gleichzeitig noch genug Geld zu verdienen? Nicht jeder kann es sich leisten, einfach seine Arbeit an den Nagel zu hängen, schon gar nicht, wenn man eine Familie hat. Aber selbst wenn, dann müsste man dazu erstmal wissen, was man wirklich will. Auch ich bin noch nicht am Ende dieser Frage angekommen, aber sie hat mir einen spannenden neuen Weg eröffnet. Bereits bei den einfacheren Lebensfragen, wie zum Beispiel nach der Frage, welches Hobby einem eigentlich wirklich Spaß macht, ist man schon oft überfragt. Gerade zu diesem Thema wird oft empfohlen, sich auf seine Kindheit zurückzubesinnen und zu überlegen, was einem in dieser Lebensphase wirklich Spaß gemacht hat. Denn oftmals war das noch bevor die Gesellschaft uns beeinflusst hat, was wir wollen. In meinem Fall wusste ich persönlich eine klare Antwort darauf, was mir am allermeisten Spaß gemacht hat. Draußen Indianer spielen. Nicht gerade etwas, das man zu seinem Beruf machen kann. Ganz abgesehen davon, dass es nicht mehr gerade politisch korrekt ist. Dennoch bin ich dieser Spur gefolgt und der Sache auf den Grund gegangen. Und ich habe mir genauer angesehen, was eigentlich dahinter steckt. Als Kind bin ich auf dieser kleinen Nordseeinsel ohne Autos aufgewachsen. Sommer wie Winter habe ich an der frischen Luft verbracht. Das, was das Indianersein unterm Strich ausgemacht hat, war, die Tiere und Pflanzen um mich herum kennenzulernen, ihre Rolle im Gleichgewicht zu kennen, ihre Verhaltensweisen und ihre Wirkstoffe. Zu wissen, welche Pflanzen man essen kann und welche giftig sind. Zu wissen, woran der tote Vogel am Strand gestorben ist. Zu wissen, zu welcher Jahreszeit gebrütet wird und die Spuren im Sand lesen zu können. Es hat bedeutet, eine tiefe Verbindung zur Natur zu haben. Ich habe mich also wieder vermehrt versucht, mit diesem riesigen Thema auseinanderzusetzen. Der Natur nah sein, wie geht das eigentlich? Ich habe in den letzten Monaten einige Methoden gefunden, die mir geholfen haben, mich wieder verbundener zu fühlen. Auch wenn ich jetzt am anderen Ende der Welt wohne und von einer völlig anderen Natur umgeben bin. Zuerst habe ich begonnen, Bücher zu suchen, die mir etwas über die Natur beibringen
ohne langweilige Sachbücher oder Bestimmungsbücher zu sein. Versteht mich nicht falsch, ich habe auch echt was übrig für klassische Bestimmungsbücher, aber irgendwie habe ich so ein bisschen was anderes gesucht. Fündig geworden bin ich am Ende bei der Autorin Starhawk und ihrem Buch The Earth Pass. Eine deutsche Übersetzung habe ich zu diesem Buch leider noch nicht gefunden. Sie hat aber auch noch andere Bücher geschrieben, bei denen es deutsche Übersetzungen gibt. Die habe ich allerdings noch nicht gelesen. Momentan habe ich eine sehr lange Liste an Autoren und Büchern, die ich vorhabe zu lesen. Ein Video dazu ist in Planung. Überhaupt die Netflix-Abende durch das Lesen von Büchern zu ersetzen, hat meinem Leben eine neue Richtung gegeben. Wir schauen immer noch gerne ab und zu mal einen Krimi, vorzugsweise sogar auf unserer Terrasse. Aber ich habe gemerkt, sich weiterzubilden macht Spaß und hat nichts mit dem langweiligen Pauken zu tun, das wir noch aus der Schule kennen, wenn man sich wirklich für einen Bereich interessiert. Für mein körperliches Wohlbefinden habe ich angefangen darauf zu achten, dass ich von natürlichen Materialien umgeben bin, wenn es möglich ist. Ich versuche, Kunststoff zu meiden, wo es sinnvolle Alternativen gibt und den Hautkontakt weitestgehend zu minimieren. Ich versuche gezielt, Elemente aus der Natur in mein Leben zu bringen, die mir bei der Bewältigung meiner Aufgaben helfen oder mich zu Neuem inspirieren. Wenn ich nach einer Lösung suche, frage ich mich, gibt es einen natürlichen Ansatz für dieses Problem, den ich ausprobieren könnte? Das funktioniert natürlich nicht in allen Bereichen. Aber allein darüber nachzudenken, hilft mehr über seine Umwelt zu lernen und zu verstehen. Spezielle Kenntnisse über Inhaltsstoffe kommen so ganz automatisch. Freizeit ist ebenfalls ein großes Thema. Während unserer Arbeitszeit haben wir oft keine Wahl, über unseren Aufenthaltsort selbst zu bestimmen. Selbst wer im Homeoffice arbeiten kann, braucht meistens zumindest WLAN. Obwohl ich schon mehr Freiheiten habe als die meisten, versuche ich gezielt, meine Freizeit an die frische Luft zu legen. Ich kann mir nicht jedes Wochenende einen Ausflug ans Meer oder in die Berge leisten. Aber auch bei einem Spaziergang im Park um die Ecke kann ich den Kontakt zum Gras aufnehmen, indem ich zum Beispiel mal meine Schuhe ablege. Ich kann die Insekten beobachten und versuchen zu identifizieren. Ich kann mir die Pflanzen anschauen und überlegen, ob ich einige davon vielleicht sogar aus Deutschland kenne. Und selbst wenn ich keine Zeit habe, lange draußen zu sein, kann ich das Wetter aus dem Fenster beobachten. Aus welcher Richtung kommt der Wind normalerweise? Welche Arten von Wolken gibt es am häufigsten hier und wie bewegen sie sich? Welchen Einfluss hat das Wetter auf mich und auf meine Stimmung? Das hier sind einige der Methoden, die ich anwende, um mich wieder mehr mit der Natur zu verbinden. Es gibt dabei kein richtig oder falsch. Wenn du Lust hast, es auch auszuprobieren, such dir aus, was dich am meisten anspricht und leg einfach los.